Motor mit C-Sport.de. Hallo liebe Elektrosportfreunde, heute habe ich für euch das IPS i5 oder IPS i5 und das ist ganz schmal, gerade mal 60 mm hier an dieser Stelle und damit ist es das schmalste Einrad überhaupt und dieses Gehäuse ist aus Aluminium, ist nur schwarz lackiert. Trotzdem lege ich es jetzt mal weg und ja, dieses Rad wiegt dann auch nur 7,5 Kilogramm mit dem kleineren Akku und zwar sind das ganz genau 167 Wattstunden. Mit dem größeren Akku, der leistet immerhin 244 Wattstunden, wiegt das Rad 7,72 Kilogramm und das Ganze haben wir auch nachgemessen. Wir haben das größere Rad mit, ja, wir runden mal auf 245 Wattstunden und das wiegt tatsächlich, ja, hier 7,6, aber die Waage ist natürlich nur auf 0,1 Kilogramm genau, deswegen 7,6 Kilogramm und nicht 7,7. Ja, aber trotzdem das Rad so schmal und so klein ist, es ist ja immerhin nur ein 14 Zoll Rad, fährt es trotzdem 20 Stundenkilometer. Das ist ganz schön schnell für so ein kleines Rad. Und auf unserem Teststand war das noch überraschender, denn dort haben wir es mal losgelassen auf die Rollen unter Last von ca. 75 Kilogramm. Und dort kommt es tatsächlich auf 48 Stundenkilometer und schaltet sich auch nicht sofort ab. Aber bitte, bitte nicht über 20 Stundenkilometer fahren. Das Rad warnt euch, bei ca. 18 kommt eine langsame Tonfolge und dann nochmal eine etwas schnellere. Das ist so ähnlich wie beim Auto, wenn ihr euch nicht anschnellt, dann wird der Ton irgendwie quasi schneller und aggressiver und so ist das bei dem Rad auch. Ja, die Pedale, die sind super rutschfest, wie ihr sehen könnt. Das ist da so wirklich jetzt bei allen Rädern offensichtlich gut gelöst worden. Und eine Besonderheit hier ist bei dem Ventil, wenn ihr da ran wollt, um Luft aufzupumpen, müsst ihr eine Schraube lösen, wie ihr hier sehen könnt, um an das darunterliegende Ventil zu kommen. Und für dieses Ventil gibt es auch einen Ventiladapter, falls eure Vorrichtung, Luftpumpe, Kompressor, was auch immer ihr habt oder benutzt dafür, nicht ranpasst oder damit nicht rankommt, dann könnt ihr diesen Ventiladapter raufdrehen und dann die Luft aufpumpen. But all I want is I regret my mistakes. I never will have what it takes to have my heart of my own. Ja, ihr seht schon, wir präsentieren euch das Rad hier im Business-Look. Das kann natürlich auch jeder andere fahren. Es fährt auch über Sandwege und Wiese, aber ich finde, es passt so am besten in die City für kurze Strecken und ich finde, durch dieses Design spricht es eine ganz neue Zielgruppe an, aus meiner Sicht. Und während alle anderen gerade versuchen, die Räder immer größer und schneller zu machen, sagt IPS, nein, wir wollen wieder diese smarte Elektromobilität, ein kleines, leichtes, schmales Rad, das trotzdem leistungsfähig ist und zudem noch Licht hat. Also ich finde das richtig klasse, dass man sich da so eine Gedanken gemacht hat und dieses Rad eben auch so schick aussieht, dass wenn man das dann irgendwie ins Büro stellt oder irgendwo, dass das wirklich wie so ein kleines Schmuckstück da ist. Und da finde ich, hat IPS wirklich sehr Fortschrittliches geleistet irgendwie. Aber kommen wir mal zurück zu dem Rad. Die Batterieanzeige, die ist IPS-typisch im Einschaltknopf. Der leuchtet zwar diesmal blau, aber auch der fängt dann an zu blinken. Zunächst einmal allerdings bleibt diese Anzeige stehen und zwar bis 50% erreicht sind und unter 50% bis 25% blinkt der Schalter einmal pro Sekunde und wenn ihr die 25% unterschritten habt, dann blinkt er 5-mal pro Sekunde
Und wenn er dann anschließend rot blinkt, dann ist es höchste Zeit anzuhalten, weil dann der Akku natürlich leer ist. Es gibt natürlich auch eine App für das Handy und das ist eigentlich recht einfach, wenn man die aufruft. Das ist die gleiche wie fürs IPS Zero, aber nicht die gleiche wie fürs IPS Shima, also die bitte nicht benutzen. Verbindet sich eigentlich problemlos und da steht dann i5, ihr drückt darauf, verbindet euch und im Anfangsmenü seht ihr also die gefahrene Geschwindigkeit, Batterielevel und unten könnt ihr auch gleich mit dem Taster das Licht an- und ausschalten und da sage ich euch später noch, wie das nicht nur mit der App geht. Ist ein bisschen tricky, aber wir haben es rausgefunden, weil die Anleitung etwas von dem Original abweicht im Moment noch. Also nicht meine, aber die Anleitung von IPS. Weiterhin kann man dann in den Einstellungsmenü sehen, welchen Akku man überhaupt hat. Hier also 245 Wattstunden ist nicht ganz korrekt, weil es ja 244, irgendwas sind, aber wir runden das immer auf. Man kann die Geschwindigkeit begrenzen und zwar zwischen 12 und 20 Stundenkilometer. Das ist halt so, man hat 2 Stufen fertig. Genauso wie der Härtegrad, den gibt es als Sport- oder Komfortmodus. Also es gibt 2 Stufen, reicht auch völlig aus für mich. Und dann kann man hier noch ein Balance Adjustment machen. Das ist quasi die Neigung des Rades zum Boden, also wie ihr da drauf stehen möchtet. Auch ganz einfach erklärt und es funktioniert auch alles ganz einwandfrei. Ja, ich habe ja gesagt, das Licht kann man auch noch anders einschalten und das kann man, indem man das Rad einschaltet, auf den Boden stellt und kurz nach rechts kippt und wieder zurück. Das muss ein bisschen zügiger gehen, wie hier auf dem Video zu sehen ist. Und dann geht das Licht an oder aus, je nachdem, wie es vorher eingeschaltet oder ausgeschaltet war. Das Rücklicht hinten, das ist aber immer an und beim Bremsen wird es nochmal ein Stück heller. Nicht viel heller, aber man sieht, dass man damit bremst. Braucht eigentlich keiner, aber ist trotzdem ein nettes Gimmick. Ja, der Taster ist übrigens auch ein Taster und kein Schalter. Also bei dem Shima Lotus war es ja noch so, da hätte man das während der Fahrt ausschalten können. Das ist aber auch bei IPS mittlerweile nicht mehr so. Die Akkubuchse, die ist wasserdicht verschraubt. Das ist einerseits ganz gut, andererseits ist da so ein Gumminippel dran und wenn man das aufschraubt, verdreht er sich 1000-mal. Und ich habe das schon einmal einfach so abgemacht, diesen Gumminippel, um die Schraube da, oder diesen Deckel dort abzukriegen, weil es einfach irgendwie blockiert hat. Every time I think about you, I get a little happy inside. But I tell myself it can't be true. I know that you'll never be mine. It looks like you're fighting a battle, a war within yourself. Every time I think about you, ja, zusammenfassend, das IPS i5 klingt ein bisschen merkwürdig, IPS i5 sage ich lieber. Das ist wirklich extrem wendig und stylisch und leicht und ich finde, das passt super in eine Marktlücke sozusagen, die bisher nicht gefüllt wurde. Und das Rad ist ja wirklich so einmalig, muss man sagen. Es gibt keinen anderen Hersteller, der so ein kleines und auch schnelles Rad vor allem baut. Das Einzige, was uns aufgefallen ist, das Gehäuse ist ja aus Aluminium lackiert, wie gesagt, es ist relativ empfindlich. Also wenn ihr es irgendwie zerkratzt, dann geht halt dieser schwarze Lack kaputt und dann habt ihr dann möglicherweise dieses helle Aluminium. Also geht ein bisschen sorgsam damit um, aber das macht man ja mit einem Smartphone zum Beispiel genauso. Das nur als Hinweis, aber dafür kann es auch nicht zerbrechen, es ist eben Aluminium und entsprechend leicht und stabil dadurch. Und das Rad könnt ihr ab sofort bei mir im Shop kaufen. Derzeit noch als Vorbestellung. Es wird etwas länger dauern, aber es wird in Zukunft auch ganz normal auf Lager sein und dann ist es entsprechend auch in 2 bis 3 Tagen bei euch. Ja, das war ein sehr kurzes Video, aber mehr gibt es einfach zu diesem coolen Rad nicht zu sagen, weil ich finde, hier sprechen mehr die Bilder und die Videos, als dass man hier die technischen Daten aufzählt. Ich freue mich aufs nächste Mal und ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Ciao. Elektro mit C-Sport.de